Herzlich willkommen bei unserem Digital Talk, heute mit Rainer Endres, Vice President Service. Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Rainer, vielleicht starten wir mal mit einer Vorstellung von dir und du erzählst ein bisschen über deinen Werdegang. Da muss ich jetzt einige Seiten in meinem Tagebuch zurückblättern. Ich habe 1984 im Königin Bauer-Konzern angefangen und habe dann gewechselt in die Kennzeichner von der Drucktechnik in die Kennzeichner 1992 und habe als Konstrukteur hier im Haus angefangen und habe mich dann längere Zeit raufgearbeitet, nennen wir es mal vorsichtig so. Ich war dann stellvertretender Konstruktionsleiter, ich war Konstruktionsleiter, später war ich jahrelang Entwicklungsleiter im Hause, bis ich dann 2014 als Bereichsleiter übergesiedelt bin in die Produktion. Ich war verantwortlich für die Montageabteilungen und die erste große Aufgabe, die ich durchführen durfte, war die Umgestaltung unserer Continuous Injet Produktion mit Systemarbeitsplätzen, mit Teileverfügbarkeiten über die Kanban-Systeme, Lean, alles was dazu gehört, war ein super tolles Projekt, super tolles Team. Wir haben eine gute Leistung erbracht, das ist wirklich vorzuzeigen. Ja, und seit 2018 bin ich jetzt im Service tätig und versuche da meinen Teil für die Firma dazu beizutragen. Ich möchte aber ganz explizit auf ein Projekt zu sprechen kommen, das du als Produktionsleiter verantwortet hast, denn das war ein ganz, ganz spannendes Projekt. Um was hat es sich da gehandelt, Rainer? Ja, da wurde ich mit einem Projekt betraut, die komplette Continuous Injet Produktion umzugestalten. Das haben wir auch dann in einem großen gemeinsamen Team auch durchgeführt. War super spannend. Wir haben Systemarbeitsplätze neueste Generation integriert, wir haben eine anonyme Fertigung integriert, wir haben eine kundenbezogene Linienproduktion durchgeführt. Also es war eine super Sache. Von dem wir auch heute noch partizipieren. Definitiv, ja. Jetzt springe ich mal zu deiner heutigen Aufgabe, nämlich die Leitung im Service. Was sind Anforderungen, die dir heute tagtäglich von unseren Kunden begegnen im Servicebereich? Ja, das ist ganz einfach. Früher war ein Techniker ein guter Schrauber. Ich möchte es mal so salopp sagen dürfen. Heute muss ein Techniker ein guter Schrauber sein. Er muss beratend tätig sein und muss sehr IT-affin sein. Und die Aufgabe ist es ganz einfach, die Skills unserer Techniker in diese Richtung zu erweitern und zu optimieren. Das ist natürlich eine Challenge, kann ich mir auch vorstellen. Gibt es vielleicht erste Kundenprojekte, die ihr auch schon umgesetzt haben, so in die Richtung, wo du und auch dein Team gemerkt haben, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da noch aufsatteln sozusagen? Ja, da haben wir wirklich was gehabt, und zwar haben wir ein Online-Training durchgeführt für einen großen Kunden von uns. Ja, das hat sich am Anfang ziemlich einfach angehört. Wir haben sehr viel Zeit investiert für dieses Projekt und war zum Schluss wirklich ein toller Erfolg. Das Team hat super tolle Leistung erbracht, Kunde war mega zufrieden und das ist das, was wir in Zukunft brauchen. Wenn ich dich jetzt frage, auch in Bezug auf die Veränderungen, dass die Techniker mehr IT-affin werden müssen, da spielen natürlich auch Lösungen wie Remote mit rein und ich sag mal, digitale Themen, die wir ja auch anbieten. Wenn ich dich jetzt persönlich frage, wo siehst du den Service in 10 Jahren? Was ist da deine Vorstellung diesbezüglich? Ja, es ist eine schwierige Frage. Das ist die Frage nach der Glaskugel, die wir alle nicht haben. Ich persönlich glaube, dass alles, was mit Remote zu tun hat, der Remote-Zugriff, dass das stark nach oben gehen wird. Ich glaube auch, dass der Vor-Ort-Service von unseren Technikern sich doch erheblich reduzieren wird. Aber wir haben Lösungen dafür und ich glaube, wir sind alle bereit dafür, wenn der Kunde bereit ist, dass wir digital durchstatten und eine gute Leistung zusammenbringen können. Sehr spannende Einblicke. Vielen Dank für das Gespräch, Rainer. Vielen Dank für die Einladung.